Du sitzt im Meeting, dein Chef lobt das Team für ein Projekt, das du allein gerettet hast. Und dein Name fällt kein einziges Mal. Du lächelst trotzdem. Du nickst sogar. Und genau in diesem Moment passiert etwas, das die wenigsten Menschen bemerken. Dein Körper registriert die Ungerechtigkeit Sekunden bevor dein Kopf sie überhaupt zulässt. Ein kurzes Ziehen in der Brust, ein Kloß im Hals, der sofort wieder verschwindet. Du nennst das später nicht so schlimm. Aber es war nicht nichts. Hier ist die erste verstörende Wahrheit. Ausbeutung am Arbeitsplatz sieht heute selten aus wie Ausbeutung. Sie trägt keinen Helm, keine Peitsche, keine Fabrikhalle. Sie trägt ein Lächeln, ein Teammeeting, einen Obstkorb in der Küche. Und genau das macht sie so gefährlich, weil dein Gehirn sie nicht als Bedrohung erkennt, sondern als Normalität abspeichert. Lass uns das von Anfang an verstehen. Psychologisch betrachtet ist Ausbeutung keine einzelne große Tat. Sie ist die Summe tausender kleiner Grenzüberschreitungen, die niemals einzeln groß genug wirken, um Widerstand zu rechtfertigen. Die E-Mail um 22 Uhr. Die unbezahlte Überstunde, die als Teamgeist verkauft wird. Das Projekt, das andere übernehmen, während du noch den Dank dafür einsammelst, dass du es überhaupt vorgeschlagen hast. Jede einzelne Sache für sich genommen. Verkraftbar. In Summe ein System. Und jetzt wird es interessant, weil die meisten Menschen glauben, das Problem sei mangelndes Selbstbewusstsein. Setz Grenzen, heißt es überall. Sag einfach Nein. Aber das ist eine gefährliche Vereinfachung, denn wer in einem System aufgewachsen ist, in dem Anpassung gleich Sicherheit bedeutete, hat nie gelernt, dass eine Grenze setzen nicht automatisch Ablehnung bedeutet. Das ist kein Charakterfehler, das ist erlernte Überlebensstrategie. Manche Menschen funktionieren nicht gut am Arbeitsplatz. Sie funktionieren nur trotz innerem Widerstand, der niemals ausgesprochen wird. Hier beginnt das eigentliche Paradox. Je mehr du leistest, ohne Grenzen zu setzen, desto mehr wird genau das von dir erwartet. Nicht, weil dein Arbeitgeber ein Monster ist, sondern weil das menschliche Gehirn, auch das deines Chefs, Verhalten nicht als Ausnahme interpretiert, sondern als Standard. Wer einmal am Wochenende antwortet, hat damit unbewusst einen neuen Standard gesetzt. Und Standards werden selten zurückgenommen. Sie werden nur weiter ausgebaut. Und das ist der Moment, in dem die erste Lösung beginnt. Nicht große Konfrontation, nicht die dramatische Kündigung im Film. Die erste Lösung heißt, beobachte deine eigenen Standards, bevor du sie änderst. Schreib für eine Woche auf, wo genau du über deine eigentliche Grenze gehst. Nicht um dich zu bestrafen, sondern um überhaupt erst zu sehen, wo die Grenze eigentlich liegt. Weil man nichts verteidigen kann, das man nie bewusst markiert hat. Doch da ist noch etwas, das wir verstehen müssen. Und das trifft tiefer als alles, was bisher gesagt wurde. Wertschätzung am Arbeitsplatz wird oft mit Lob verwechselt. Das ist ein Irrtum mit massiven psychologischen Folgen. Lob ist eine Reaktion auf eine Leistung. Wertschätzung ist eine Haltung gegenüber einem Menschen, unabhängig von seiner aktuellen Leistung. Und genau hier liegt die stille Tragödie moderner Arbeitsplätze. Millionen Menschen werden gelobt, wenn sie liefern, und ignoriert, wenn sie es nicht tun. Das fühlt sich nicht nach Anerkennung an, das fühlt sich an wie Bedingung. Und Bedingung erzeugt im Nervensystem dasselbe Muster wie Angst. Das Verrückte daran? Genau die Mitarbeiter, die am meisten leisten, am wenigsten klagen, immer verfügbar wirken, die werden am seltensten gefragt, wie es ihnen eigentlich geht, weil ihr Funktionieren als Beweis gilt, dass alles in Ordnung ist. Stärke wird mit Zufriedenheit verwechselt. Und wer das jahrelang erlebt, lernt, meine Erschöpfung interessiert erst, wenn sie zum Problem für andere wird. Hier kippt das System, weil Menschen, die konstant über ihre Kapazität hinausliefern, irgendwann nicht zusammenbrechen. Sie verschwinden innerlich. Ein Begriff dafür existiert, Quiet Quitting. Aber das ist eigentlich der falsche Name. Es ist kein bewusster Rückzug. Es ist die letzte verbliebene Form von Selbstschutz, wenn jede andere Form ignoriert wurde. Und genau hier
kommt die zweite Lösung. Nicht Konfrontation mit dem Unternehmen, sondern eine innere Verschiebung der Beweisführung. Höre auf zu beweisen, dass du wertvoll bist, indem du immer mehr leistest. Beweise es, indem du Konsequenzen einführst. Wenn eine Grenze überschritten wird, folgt eine Reaktion, ruhig, sachlich, ohne Drama. Nicht, ich bin sauer, sondern diese Aufgabe übernehme ich gerne morgen. Heute ist mein Tag zu Ende. Klein, unspektakulär, aber psychologisch eine Erdverschiebung. Weil du damit ein neues Standardverhalten etablierst und Standards, wie wir gelernt haben, setzen sich durch. Was uns zu etwas führt, das weit über den einzelnen Arbeitsplatz hinausgeht. Wir leben in einer Kultur, die Selbstaufgabe romantisiert. Die durchgearbeitete Nacht wird zur Heldengeschichte. Der Urlaub, der nie stattfand, zum Beweis von Verlässlichkeit. Und genau diese Kultur produziert Menschen, die ihren eigenen Wert nicht mehr an sich selbst messen, sondern an ihrer Verfügbarkeit für andere. Das ist keine individuelle Schwäche. Das ist ein gesellschaftliches Trainingsprogramm und die meisten von uns haben es bestanden, ohne zu merken, dass es überhaupt eine Prüfung war. Du sitzt zwischen Kollegen beim Feierabendbier, lachst im richtigen Moment, erzählst die lustige Anekdote vom stressigen Tag und irgendwo dabei merkst du, du erzählst die Geschichte deiner eigenen Erschöpfung als Comedy, weil das die einzige Sprache ist, in der diese Erschöpfung überhaupt gehört wird. Niemand will den ehrlichen Satz hören, ich bin am Ende. Aber alle lachen über, ich habe schon wieder bis Mitternacht gearbeitet, haha, ist doch crazy, oder? Hier ist die dritte, vielleicht wichtigste Lösung. Sie hat einen Namen, ehrliche Sprache ohne Verkleidung. Nicht mehr die Erschöpfung als Witz verpacken. Nicht mehr Überforderung als Kompetenznachweis tarnen. Stattdessen den einfachen, unspektakulären Satz. Das war zu viel. Kein Drama, keine Anklage. Nur die nackte Wahrheit, ausgesprochen, ohne sie hinter Selbstironie zu verstecken. Das fühlt sich am Anfang unangenehm verwundbar an. Genau das ist der Punkt. Verwundbarkeit ist der erste ehrliche Zustand nach Jahren der Funktionsfassade. Und jetzt passiert etwas Absurdes. Menschen, die anfangen, ehrlich über ihre Grenzen zu sprechen, werden in den meisten Fällen nicht abgelehnt. Sie werden respektiert, weil Klarheit, anders als jahrelang angenommen, in der Regel nicht Schwäche signalisiert, sondern Stabilität. Ein Mensch, der weiß, wo seine Grenze liegt, wirkt psychologisch sicherer als einer, der ständig alles mitmacht, ohne je Position zu beziehen. Doch fast niemand erkennt das, bevor er es selbst ausprobiert hat. Wertschätzung am Arbeitsplatz beginnt nicht beim Arbeitgeber. Sie beginnt bei der eigenen Beziehung zur eigenen Erschöpfung. Wer lernt, sein eigenes Limit ernst zu nehmen, sendet ein Signal aus, das andere, manchmal zum ersten Mal, tatsächlich respektieren. Nicht, weil sie plötzlich großzügiger geworden sind, sondern weil sie endlich eine klare Information bekommen haben, die vorher schlicht nie existiert hat. Und jetzt, ganz am Ende dieser Reise, eine letzte, sehr stille Wahrheit. Der Arbeitsplatz, der dich erschöpft, ist nicht dein Feind. Er ist ein Spiegel dafür, wie lange du bereit warst, deine eigenen Bedürfnisse hinter den Erwartungen anderer zu verstecken. Diese Erkenntnis ist keine Anklage gegen dich. Sie ist eine Einladung, weil wer beginnt, diese eine Wahrheit auszusprechen, beginnt gleichzeitig den Weg zurück zu einem Selbst, das nicht mehr ständig beweisen muss, dass es genug ist. Doch hier ist die Frage, die viel tiefer reicht als jedes Arbeitsverhältnis. Wenn du am Ende eines solchen Tages ins Bett fällst, komplett erschöpft, schläfst du dann eigentlich richtig? Oder schläfst du nur lang? Denn das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Die meisten Menschen, die sich von der Arbeit ausgelaugt fühlen, greifen zur einzigen Lösung, die sie kennen: mehr Stunden im Bett. Doch genau das könnte der Denkfehler sein. Im verlinkten Video erfährst du, warum weniger Schlaf unter den richtigen Bedingungen erholsamer sein kann als 8 unstrukturierte Stunden und was die Wissenschaft wirklich dazu sagt,
bevor du das nächste Mal versuchst, deine Erschöpfung einfach wegzuschlafen.